Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich will euch erzählen von der Gamescom. Am Mittwoch habe ich mich entschlossen, doch nach Köln zu fahren mit Janik. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir sind ein Team und müssen gemeinsam auftreten. Ich habe es nicht bereut. Donnerstag 7 Uhr fuhren wir los. Mein Sohn, Fehler gemacht, Fabian, Janik und ich. Eine lange Fahrt, vor allem für meinen Sohn, der erkältet war. Wir machten einige Male eine kleine Pause und dann kamen wir endlich in Köln an. Es war dann eine sehr mühsame Sache, in die Hallen hineinzukommen. Als wir endlich eintreten konnten, war das unglaublich. Menschenmassen, Lärm, Angebote, Kostümierte, Spiele und so weiter. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Wir konnten uns erst orientieren, als wir in die Bereiche YouTube und Twitch kamen. Wir trafen Paluten, Toni, Simon und dann wurden wir wiedererkannt. Wir konnten von nun an keine 5 Schritte machen ohne Jubelschreie. Marmeladenoma! Dürfen wir ein Foto machen? Wir nickten und erteilten Autogramme, die wir schon vorher bereitet hatten. Nach einer kurzen Pause, wir tranken Wasser, ging es weiter. Jubel, Freude, Fotos. Der Verkehr stoppte, weil um uns eine Menschentraube war. Ein Ordnungshüter kam und brachte uns 4 freundlich, aber bestimmt in einen Raum, wo wir bewirtet wurden. Die enttäuschten Fans vor der Tür taten mir sehr leid. Wir hatten uns darauf gefreut, Gronkh zu treffen, was leider nicht geschah. So bahnten wir uns weiter unseren Weg, lächelnd, Autogramme verteilend, fotografiert von unzähligen Fans. Etwa nach 19 Uhr setzten wir uns an einen Tisch, tranken Wasser, lauschten fasziniert den wilden Schreien. Als wir aufbrechen wollten, kam Kling mit einer Freundin und 2 Freunden an unseren Tisch. Wie heißt er? Klinkern. Oh, entschuldige. Klingan. Ja? Mhm. Als wir aufbrechen wollten, kam Klingan mit einer Freundin und 2 Freunden an unseren Tisch. Wir hatten ein ungeheuer interessantes Gespräch. Leider fast schreiend in diesem Höllenlärm. Mein Abschiedswort an die 4 Menschen war: Die jungen Menschen machten mir wieder Hoffnung. Danke. Dann gingen wir, völlig erschöpft. Ich war seit 5 Uhr auf den Beinen. Mein Sohn war ohne Ablösung den ganzen Tag gefahren und kämpfte gegen seine Erkältung. Janik und Fabian wären gerne noch geblieben. Nun fuhren wir ins Hotel. Das war eine schöne Überraschung. Sehr schönes, freundliches, gemütliches Haus. Wir fühlten uns sofort wohl. Ich wollte den Tag friedlich beschließen und lud meine 3 Männer zum Abendessen ein. Ein schön gedeckter Tisch, feines Essen, freundliche, sorgfältige Bedienung. Ich trank ein eiskaltes, feines Kölsch. Langsam verstummten im Kopf die lauten Geräusche. Wir lachten, aßen, tranken und dann gingen wir nach oben. Einer meiner Vasallen rückte mir den Stuhl, der 2. holte den Fahrstuhl, der 3. passte auf, wenn eine Schwelle kam. Mein Sohn schloss die Tür zu meinem Zimmer auf. Alle 3 sagten im Chor: Gute Nacht, Marmeladenoma. Und dann lachten wir natürlich wieder. Dann kam der Schlaf mit wilden Träumen, aber am Morgen erwachte ich ausgeruht. Wie im Märchen, die Prinzessin, sagte ich zu mir, verwundert: Wo bin ich? Bald danach klopfte mein Sohn an die Tür und wir gingen hinunter, wo unser Frühstückstisch gedeckt war. Gewaltige Mengen Rührei, gebratenen Speck, Käse, Wurst, Marmelade, Brötchen, Croissant und ein sehr guter Kaffee, Tee wurden uns aufgetischt. Wir aßen fröhlich und dann verließen wir dankend das gastliche Haus. Heimfahrt. Es war grässlich heiß. Janik und Fabian nickten immer wieder ein, mein Sohn hielt tapfer durch. Um 14 Uhr verkündigte ich:
Nächstes Lokal machen wir Pause. Und wie im Märchen tauchte hoch oben ein großes Lokal auf. Viele Stufen führten hinauf, aber zum Glück auch eine Auffahrt. Für mich in meinen Rollator. Geschoben von meinen getreuen Vasallen kamen wir an, fanden einen Tisch mit Ausblick und wir aßen und tranken. Burger, Pommes, Wasser und für mich ein köstliches Kölsch. Und auch eine Tüte Pommes genehmigte ich mir. Ich esse Pommes sehr, sehr gerne, aber sehr selten. Mein Sohn und ich schluckten unsere Durchhaltetabletten und dann ging es mit gelegentlichem Bremsen den etwas steilen Weg hinunter zum Parkplatz. Die Weiterfahrt war ein Albtraum. Hitze, Staus, aber auch das hatte irgendwann ein Ende. Wir kamen an, sprachen noch einmal über den unglaublichen Tag in Köln und die treuen Fans, denen wir hiermit Moment, das Blatt will nicht, wie ich so will. Na. Geht nicht. Unsere treuen Fans, denen wir noch einmal aus vollem Herzen danken. Danke. Bleibt uns treu und wir werden weiterhin alles dafür tun, dass es euch so gut wie bisher auf der Märcheninsel gefällt. Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik und unsere hilfreichen Helfer, mein Sohn und Fabian.